Eine lange Reise findet heute sein Ende, zumindest in der Bundesliga. Unser letztes Bundesligaspiel mit Preußen Münster in der Karriere beim 1. FC Köln, Spieltag 34. Und es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich weiß, in der ersten Saison, da konnten wir nicht beim 1. FC Köln spielen, weil ich das so ein bisschen verkackt hatte mit dem Simulieren und ich habe vorher leider nicht abgebrochen und dann musste ich das nochmal machen und so weiter und so fort. Ja, und heute, wie gesagt, schließt sich der Kreis. Wir haben einen Vierkampf. Fernduelle mit Leverkusen, mit Bayern, mit Wolfsburg, Dortmund und Leipzig haben Fernduelle um die Meisterschaft. Also es entscheidet sich ja alles am letzten Spieltag. Augsburg spielt Relegation. Heidenheim und St. Pauli sind schon abgestiegen. Und in die anderen Ligen schauen wir nachher auch nochmal rein. Und jetzt, ja, genießen wir einfach nochmal und schauen, dass wir das hier gewinnen, weil mehr können wir da nicht machen. Wir müssen auf Union hoffen, wir müssen auf Bremen hoffen, dass die gegen Wolfsburg und gegen die Bayern gewinnen. Und alles andere steht nicht in unserer Macht. Aber das Spiel hier gewinnen, das steht in unserer Macht. Von daher ranhalten, nochmal 110% geben und schon mal ein bisschen warm spielen fürs DFB-Pokalfinale. Das wir ja dann auch gegen den BVB haben. Also ein Titel ist noch möglich, aber jetzt sind erstmal noch 3 Punkte hier Pflicht. Wenn wir denn möglicherweise noch in die Champions League wollen. Aber die Kölner kommen zum ersten Mal. Teixeira müsste im Abseits stehen, jawohl. Ist auch nicht einfach in Köln zu spielen. Jetzt sind zwar auch 15. glaube ich oder 14. sind gerettet. Aber es gibt auf jeden Fall leichtere Aufgaben am letzten Spieltag als beim 1. FC Köln. Gebe ich zu, aber müssen wir machen, müssen wir durch. Hilft nichts. Und Jongmann macht sich schon auf den Weg. Alvaro vorne, ist wieder nicht in der Mitte, da wo er sein soll, aber aus Spitzenwinkel kann das mal probieren. Und Bravo im Tor. Sieht auch nach einem Jungspund aus. Ein junger Torhüter und jetzt die erste Ecke. Paul Wanner hat die ersten Tore die letzten Spiele gemacht. Jetzt wird es mal Zeit, dass er vielleicht mal einen vorlegt. Gute Ecke. Poso ist da. Gibt nochmal die Ecke. Direkt nochmal. Ja, ein Mann kurz geholt, dass auf jeden Fall irgendwo eine Lücke ist. Ich hoffe, die finden wir. Es ist eine schöne Ecke. Chavez kommt nicht ran. Aber Atagana und Listes auch mit einer unserer besten Torschützen. Und er macht schon wieder. Ganz, ganz wichtig. Minute 10, die 1:0-Führung für Preußen Münster. Und wir legen schon mal vor. Ein kleiner Fingerzeiger an die Konkurrenz, an Wolfsburg und an München. Wir sind da. Wir machen unsere Hausaufgaben, aber da hat er doch zu viel Platz gehabt. Aber trotzdem gut gemacht. Der wird Münster auf jeden Fall nächste Saison fehlen. Das ist ein herber Verlust, eine große Stütze. Nicht nur viele Tore geschossen, sondern auch ein paar vorgelegt. Saisontor Nummer 10. Und wie viel er dann insgesamt hat, das gucken wir auch nochmal am Ende. So den besten Torschützen und der Liga und hast du nicht gesehen. Alle Statistiken und alle Ligen werden wir dann nochmal nach dem Spiel begutachten. So, und jetzt mit dem Schwung vielleicht gleich das zweite Tor nachlegen. Wäre doch ganz schön. Poso mit Wanner im Doppelpass. Ah, nee, das war zu optimistisch, zu kompliziert. Das hätte ich auch so nicht spielen dürfen und müssen, ehrlich gesagt. Carstensen gegen Wagner, Atagana. Geht auch wieder zurück zu Barcelona. Und Leverkusen oben, die führen gegen Augsburg. Also auch die Leverkusener, die sind da. Die führen in ihrer Partie... Oh, was ist das denn hier, Wagner? Warum gewinnt er den denn nicht? Der hat doch den Zweikampf eigentlich schon gewonnen gehabt und dann auf einmal irgendwie nicht. So, aber Jong war es da. Sehr schön. Aus dem könnte man wahrscheinlich auch, oder der würde auch zu Geld gemacht werden im Sommer. Also Münster würde wahrscheinlich so ein Radikalumbruch bevorstehen. Mit unter anderem Paul Wanner, der sicherlich verkauft werden wird. Listes ist dann weg, Alvaro ist dann weg, Castanaras. Also es sind ganz, ganz viele Baustellen. Ich hoffe, dass sie das trotzdem irgendwie hinbekommen, auch wenn ich da nicht mehr da bin. Alvaro mit der nächsten Chance und er macht es ähnlich wie Listes. Mit links ins lange Eck aus einer ähnlichen Position. Und das ist ein Spiel bislang wie gemalt. Das 2:0. Der blüht jetzt auch nochmal auf. In den letzten Spielen, das ist jetzt sein sein 5. Tor. Der hat ja gegen Heidenheim 4er-Pack gemacht. Ne, gegen St. Pauli. Gegen St. Pauli hat er 4 Tore gemacht. Davor gegen Heidenheim. Das war ja nicht das letzte Spiel, das war das vorletzte Spiel. Da hat es noch nicht so geklappt. Mit dem hätte man wahrscheinlich auch noch Spaß haben können. Aber vielleicht, ja, bei meinem neuen Verein, wo wir dann beginnen werden. Vielleicht ist auch schon das Voting, wie gesagt, fürs Trikot draußen. Dann werdet ihr eh schon wissen, wo ich hinwechsel, wo ich nochmal gerne hingehen möchte. Und wenn nicht, dann lasst euch einfach überraschen. Dann wird das
Trikot-Voting wahrscheinlich noch rauskommen. Oder es ist wahrscheinlich schon draußen, weil wenn es dann demnächst wieder losgehen soll mit der neuen Saison. So, und Wolfsburg, die liegen zurück gegen Bremen. Also Bremen hilft uns bislang. Führt mit 1:0 in Wolfsburg. Jetzt müssten nur noch die Unioner gegen die Bayern führen. Und dann wären wir in der Live-Tabelle auf Platz 4. Sprich also in der Champions League. Weil wir machen bislang hier unsere Hausaufgaben. Wir machen eine gute Partie. Wir lassen hinten nichts zu. Defensiv sieht das auch gut aus. Sind in den Zweikämpfen drin und vorne bislang zweimal eiskalt. Und Wanner macht sich schon wieder auf den Weg. Gegen Ljubicic, gegen Forns. Die kommen beide nicht hinterher. Und Alvaro ist es wieder, der in der Mitte wartet. Aber Wanner macht das alleine. Der macht das alleine gegen alle. Und es ist leider niemand da. Es war ein schöner Sprint, schönes Solo, aber dann hat er leider den Ball zu spät abgegeben. Aber er hat schon wieder Platz und Wanner jetzt. Rein damit! 3:0! Oh, wir geben nochmal richtig Gas. Wir tun nochmal richtig was fürs Torfeld. Das ist gut, das kommt wahrscheinlich auch zu spät. 4 Tore gegen Heidenheim, 6 Tore gegen St. Pauli, jetzt schon 3 gegen die Kölner, sind 13, aber halt zu viele Gegentore. Wir haben leider zu viele Gegentore bekommen. Dann würde das Torverhältnis nämlich heute auch noch eine Rolle spielen, aber das werden wir nicht mehr schaffen. Aber trotzdem, wir spielen uns warm, wir kommen in so einen Flow rein fürs Spiel gegen die Dortmunder. Und vielleicht wird es ja doch noch klappen. Jetzt, nachdem wir in der Europa League ausgeschieden sind, ist der Titel schon mal weg. Aber vielleicht hat der DFB-Pokal ja noch ein Happy End für uns. Auf jeden Fall sind wir wieder vorne. Das macht richtig Spaß hier heute. Das ist ein ganz, ganz gutes Trainingsspiel, würde ich mal sagen. Alvaro, oh schade, wenn er den irgendwie direkt genommen hätte. Und Rembeck ist schon wieder da. Also wie gesagt, so ähnlich wie gegen St. Pauli und Heidenheim. Das ist eine sehr, sehr klare Angelegenheit bislang. Die stürzen einfach nur blind drauf. Das ist ja Wahnsinn. Und Atagana, der kann auch schießen. Und Bravo, mit der beste Kölner. Und die wechseln schon. Oh, das ist natürlich bitter. Wenn jetzt schon gewechselt wird und da keine Verletzung vorliegt, dann ist das sehr, sehr bitter. Nach 40 Minuten. Aber muss manchmal sein, so eine radikale Entscheidung. Wenn es dann besser läuft, gucken wir einfach mal. Poso und Alvaro. Jetzt haben sogar Ecken. Und was für eine gute Variante. Alvaro mit dem Doppelpack. Das ging ein bisschen zu schnell für die Kölner. Ja, auch sowas hätte ich mir in der Saison viel häufiger gewünscht, dass sowas auch mal funktioniert. Eckball, dann die Verlängerung durch Poso, ob ungewollt oder nicht, ist ja egal. Und Alvaro, ja, ist halt da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Ne? Ungedeckt, macht den rein. Und der Doppelpack, der hat dann aber am Ende auch eine, ja, vernünftige Statistik. Also ich weiß nicht, wie viele Saisontor das war. Ist ja erst sein 17. Spiel oder vielleicht hat er gar nicht 17 Spiele gemacht. Das ist auf jeden Fall eine gute Option. Würde ich mal sagen. Eine gute Option war es auf jeden Fall. Vorne. Und hat er jetzt auch vor Nacho Ferri gespielt, weil er halt einfach von der Gesamtstärke her besser war als Ferri. Deswegen habe ich ihn spielen lassen. Und für die Kölner ist das heute richtig bitter. Aber der Ehrentreffer, der Anschlusstreffer, 1:4. Auch wieder mit der ersten Chance, also das ist auch im letzten Spiel. Bleibt nicht aus, dass die Gegner mit der ersten Chance hier ihr erstes Saisontor oder ihr erstes Tor in dem Spiel machen. Und es war, sah so aus wie Damien Downs. War es auch Damien Downs? Ja. Hat man an der Frisur ganz gut sehen können. Also 1:4. Ist aber noch nicht der Halbzeitstand, weil Wanner hat noch eine Idee. Ne, jetzt ist aber soweit. Jetzt ist die Halbzeit da. 1:4. Das ist schon halt ein ordentliches Brett. Gerade so fürs letzte Heimspiel ist natürlich für die Kölner auch nicht immer schön. Aber da kann ich jetzt leider keine Rücksicht nehmen. Jetzt wechseln wir schon mal. Alvaro kommt rein. Jongwa Godowski in seinem letzten Bundesligaspiel für Preußen Münster. Da wird er den Verein verlassen. Rogoff kommt rein. Hinten wechseln wir Kaber ein. In Verteidigung haben wir da auch noch einen. Coolis, bei dem weiß man... Ach so, sorry. Alle Wechselmöglichkeiten ausgespielt. Vielleicht im Pokalfinale, aber für Godowski, der auch viele, viele Tore, viele, viele wichtige Spiele gemacht hat hier für Preußen Münster. Von Liga 2 an schon mit dabei war. Und dann sind es die letzten 45 Minuten hier mit Preußen Münster in der Bundesliga. Es war wirklich sehr, sehr schön. Also, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen zurückblicke auf die Karriere, es war wieder mal ein ganz neuer Verein, mit dem ich noch nicht gespielt habe. Wir haben viele Erfolge gefeiert,
gute Spieler, schöne Tore geschossen. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir geschossen haben. Vielleicht wird ja da auch noch ein Gesamtvideo kommen, keine Ahnung. Von ja, allen Toren mit Preußen Münster. Das wäre, glaube ich, irgendwie fast eine Stunde lang. Rein theoretisch auch mal gucken. Kodowski wäre doch eine schöne Anekdote oder ein schönes Erlebnis, wenn er sich nochmal verabschiedet mit einem Saisontor. Und es ging wieder irgendwie, ja, wie im Flug vorbei. Also klar, wir haben jetzt gestartet seit Oktober letzten Jahres. Das zieht sich da natürlich, so eine Karriere. Mit den vielen Spielen, die wir haben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich. Und ihr hattet offensichtlich auch Spaß dran. Sonst hättet ihr nicht regelmäßig hier die Videos geschaut. Oder würdet ihr nicht schauen regelmäßig. Achtung, wieder Downs. Und von daher ist das für mich auch immer schön zu sehen. Ist auch eine Bestätigung, dass ich nicht hier so viel falsch mache. Von daher geht da auch schon mal ein großes Dankeschön raus an euch, an meine Zuschauer, an meine Community, an die Treuen, an die, die neu dazugekommen sind in der Münster-Karriere. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr hier dann dabei bleibt und dran bleibt. Nächste Chance, Wanner. Schön gemacht gegen 2 Mann. Und die nächste Chance. Es sind noch 30 Minuten. Die Kölner spielen jetzt ein bisschen mehr mit. Klar, wir haben vielleicht auch nicht mehr so den großen Drang nach vorne, aber wir führen auf jeden Fall. Ich habe jetzt von den Bayern nichts gehört, von Wolfsburg habe ich jetzt auch nichts mehr gehört. Muss nichts heißen. Aber heißt auch vielleicht erstmal nichts Schlechtes. Kodowski, der zieht nochmal an, der zeigt seine ganze Geschwindigkeit. Kodowski aus Spitzenwinkel. Und Bravo. Darf sich nochmal auszeichnen. Linden Meiner, das sind auch alles so Spieler, die ich mir bei Preußen Münster gut vorstellen könnte. Für die nächste Saison. Aber auch die werden sich wieder gut verstärken. Gehe ich mal von aus. Da bin ich jetzt einfach mal von überzeugt. Das werden die irgendwie hinkriegen. Dann hoffentlich die Klasse halten und nicht als Absteiger Nummer 1 dann gehandelt. Je nachdem, wer aufsteigt. Ne? Das ist natürlich auch mal so eine Sache. Und von daher sind es jetzt nur noch 25 Minuten. Das wird so ein bisschen dahin plätschern, habe ich jetzt das Gefühl. Das ist jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Ist natürlich für den Zuschauer auch nicht mal ganz schön. Aber gut, so Spiele gibt's. Wichtig war, dass wir in der ersten Halbzeit die Tore gemacht haben. Die haben wir gemacht. Gut, das eine Gegentor, das sieht immer doof aus, aber ist egal. Wolfsburg oben hat ausgeglichen und ist mittlerweile wieder in Führung. Also war doch nicht so ein gutes Zeichen, dass wir nichts gehört haben. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich gucke ja auch nicht die ganze Zeit oben rechts in die Ecke rein. Gut, also dann wird es maximal Platz 5. Je nachdem, wie die Bayern spielen. Aber das wäre auch noch gut. Das wäre auch die Europa League wieder. Das zu bestätigen alleine. Sehr, sehr große Sache. Also Godowski jetzt mit der nächsten Chance. Achtung, der kommt nicht durch. Aber Ferry. Aber Nacho Ferry. Der trägt sich nochmal ein in die Torschützenliste. Wird trotzdem unser bester Torjäger. Natürlich ein großes Upgrade gegenüber Fridtjonsson. Schon alleine wegen der Gesamtstärke her. Der wird Münster auch noch Spaß machen. Der bleibt ja. Der hat ja einen langfristigen Vertrag, glaube ich. Gut, hier hat Kodowski erst ein bisschen Pech. Das ist das Glück von Ferry, dass er richtig steht. Ja, da musst du halt auch stehen. Ja, als Stürmer. Und ich weiß gar nicht, wie viele Saisontor werden wir am Ende alles nochmal uns in Ruhe anschauen. Und das ist für die Kölner natürlich auch nochmal bitter. Leverkusen liegt sogar hinten. Also jetzt können wir uns sogar auch noch eine Niederlage leisten. Die Augsburger haben das Spiel gedreht. Auch Wahnsinn. Die waren echt gut, Leverkusen. Aber die Augsburger, die haben es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie. Aber dann haben wir da hinten jetzt auch ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Ruhe. Und wir haben ja auch nochmal die Chance, dasselbe zu machen, was wir gegen St. Pauli geschafft haben. Ferry auf Kodowski. Komm, den würde ich jetzt echt nochmal sein Abschlusstor gönnen. Der wird nämlich auch den Verein verlassen. Ablösefrei. Kodowski! Jawohl! Das ist schön. Das ist wundervoll. Kodowski verabschiedet sich von Preußen Münster mit einem schönen Tor. Sehr, sehr schön. Joel Kodowski, eine Ikone für dieses Team, für diesen Verein. Der hätte wahrscheinlich auch öfter spielen müssen. Vielleicht hätten wir Jongwa auch gar nicht gebraucht. Jetzt so im Nachhinein, vielleicht hätten wir einfach öfter mit Kodowski spielen sollen und dann dafür nochmal einen Ersatz holen müssen oder einen Jugendspieler aufbauen. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, da bist du hinterher immer schlauer. Das ist dann hinterher immer ganz einfach gesagt und getan.
Gut, aber für Grodowski ist das nochmal eine schöne Sache. Das zweite 6:1 in Folge, dann hätten wir nochmal 12 Tore geschossen, noch 2 kassiert, also 10 Tore gut gemacht. Wird am Ende halt nichts mehr nützen. Weil es halt nicht über das Torverhältnis entschieden wird und weil wir, denke ich, weiterhin Sechster bleiben. Weil Wolfsburg gewinnt offensichtlich gegen Bremen, die Bayern, das werden die gegen Union machen. Die werden nicht bei Union jetzt am letzten Spieltag noch die Champions League verspielen. Gut, aber wer weiß. Gucken wir einfach mal. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Vielleicht gibt es noch ein 7. Nacho Ferri ist da. Gut, den Ball gehalten. Und Wanner vielleicht auch noch mal. Auch bei ihm geht halt nicht jeder Schuss rein. Das ist klar. Aber war frei. Oder hätten wir auch noch mal 1, 2 Meter gehen können. Aber das ist alles ein gutes Zeichen fürs Pokalfinale, dass wir gut drauf sind, dass wir gut im Flow sind. Und das müssen wir jetzt einfach noch mal in Berlin so machen. Und dann sind wir Pokalsieger. Nichts leichter als das. Oder? Sagt sich immer so einfach. Aber ist es ja vielleicht auch am Ende. Auf jeden Fall freue ich mich. Es wird ein großes Erlebnis für Münster, für den Verein und die Bayern oben. Gut, haben wir die Bestätigung, die führen mittlerweile 4:0. Das heißt, wir bleiben Sechster. Das heißt, wir werden in die Europa League einziehen, gehe ich mal von aus, weil wir waren ja 7. und da habe ich gedacht, die Conference League. Aber das hat auch schon für die Europa League gereicht. Also ich denke mal, Europa League spielen wir, oder? Mal gucken, wer hier das letzte Wort hat. Vielleicht Grodowski nochmal mit einem schönen Solo. Oh, das gibt nochmal eine super Freischussgelegenheit. Die letzte Aktion in dieser Saison. Die letzte Aktion für Preußen Münster in der Bundesliga. Für mich. Für mich geht es dann woanders hin. Wen wollen wir dann nochmal schießen lassen? Mit Sinamoy. Komm, wir machen uns jetzt nochmal den Spaß. Wir lassen das mal mit Sinamoy. Vielleicht trifft er ja sogar. Dann würde ich, was weiß ich, machen. Keine Ahnung. Also probieren wir mal. Sinamoy. Mit der letzten Aktion der Saison. Sinamoy darf den Freischuss nochmal treten. Oh, abgefälscht. Und jetzt haben die Kölner nochmal die Chance. Aber der Schlusspfiff verfolgt. Also, das war's. Die Bundesliga ist vorbei. Wir ziehen wieder ein ins europäische Geschäft. Die Europa League wird es wohl am Ende werden. Super Saison. Grodowski hat nochmal ein Abschlusstor gemacht. Freut mich wirklich sehr. Und jetzt gilt es nochmal voller Fokus aufs Pokalfinale und die große Chance gegen Dortmund, uns hier mit einem Titel zu verabschieden. Hier haben wir also die letzten Ergebnisse, viele Auswärtssiege und die Leipziger sind deutscher Meister geworden am letzten Spieltag. Ey, das kannst du keinem erzählen. Dortmund spielt unentschieden in Frankfurt und verspielt am letzten Spieltag noch die Meisterschaft. Wem willst du das erzählen? Ich spule vor bis zum Pokalfinale, dann gucken wir uns die Abschlusstabelle an, gucken in die anderen Ligen rein, aber das ist ja wirklich nicht euer Ernst, Freunde, oder? Am letzten Spieltag, ihr seid die ganze Saison über lang, seid ihr oben, spielt dann unentschieden in Frankfurt am letzten Spieltag und durch dieses Ergebnis wird Leipzig Meister. Das ist wirklich die Hölle. Das ist wirklich Horror. So, das ist die Mannschaft, gegen die wir wahrscheinlich spielen. Anguissa, Buckley wieder, oh, wenn ich Buckley schon wieder sehe. Bresciani, Guirassy, Malen, Barco. Barco, der kommt mir auch bekannt vor, ich glaube, den hatte ich auch mal. Dann haben sie Kjærgaard auf der Bank, Roger, Sanchez, Raya, Hincapié, Mikkelsen. Also wir sind natürlich krasse Außenseiter, aber Pokalfinale ist ein Spiel. Ein Spiel, da kann alles passieren, alles Mögliche. Und von daher schauen wir einfach mal. Nationaltrainer auf Pferd, die Jugendspieler wir weg. Hier die Laien, die enden alle. Turnierpreisgeld schauen wir uns dann auch nochmal nachher an oder beziehungsweise dann nach dem letzten Spiel. Wir gehen nämlich jetzt mal rein. Wir machen eine kleine Rundreise. Erstmal gucken wir in unserer Liga vorbei und dann schauen wir nochmal in den wichtigsten Ligen vorbei, wie die abgeschnitten haben. Also, das ist die Abschlusstabelle. Leipzig hat tatsächlich am letzten Spieltag die Meisterschaft geholt. Das darf ihnen echt niemals passieren. Dann kannst du die Meisterschale einschmelzen und dann direkt wieder neu machen. Also, Leipzig Meister, Dortmund Zweiter, Frankfurt Dritter, richtig stark. Die Bayern sind am Ende Vierter, spielen für ihre Verhältnisse eine schlechte Saison, finde ich. Sind aber in der Champions League. Wolfsburg ist Fünfter, wir sind Sechster. Vielleicht Euroleague, vielleicht in der Conference League zusammen mit Leverkusen, je nachdem wie das Pokalfinale ausgeht, gehe ich mal von aus. Vielleicht reicht es auch nur für die Conference League, aber Conference League wäre auch super. Leverkusen Siebter, Gladbach Achter, Union Neunter, auch eine starke Saison. Dann Hamburg, Freiburg, Hoffenheim, Bremen. Stuttgart bisschen hinter ihren Verhältnissen, habe ich das Gefühl. Die Kölner 15. Augsburg spielt Relegation. St. Pauli und Heidenheim müssen den bitteren Gang in die zweite Liga machen oder antreten. So, das ist die Abschlusstabelle der ersten Liga. Jetzt gucken wir in den anderen Ligen vorbei. Pokal haben wir gesehen. Relegation steht vielleicht schon fest. Nee, Augsburg, da wird wahrscheinlich noch ein Spieltag gespielt. Champions League Finale ist Dortmund gegen Paris. Also Dortmund hat 2 Endspiele. Die können also gleich den doppelten Bruch kriegen. Europa League hat es Newcastle immerhin geschafft. Nein, hat Braga gewonnen. Braga gewinnt die Europa League. Newcastle, ich weiß nicht, können wir mal gucken, sind dann gegen Rom ausgeschieden im Halbfinale. Das wäre also unser Gegner gewesen. Und Braga
gewinnt die Euroleague ein bisschen überraschend, wie ich finde. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber, okay, im Finale der Conference League ist Aston Villa gegen Stuttgart. Wahnsinn, dass die Stuttgarter, obwohl sie 14. sind, so eine gute Saison spielen in der Conference League. Hätte ich auch nicht gedacht. So, jetzt gehen wir in die Ligen. Jetzt gehen wir in die Ligen rein. Wo sind sie denn? Büro? Ja, ich glaube hier, eine Tabelle. Ah, ne, wartet. Zu anderen Ligen muss ich gehen. Quatsch. Hier gibt es auch irgendwo andere Ligen hier. Andere Ligen. Und dann fangen wir einfach mal an. Genau, Bundesliga haben wir gesehen. Zweite Liga. Sehr, sehr interessant. Da ist Mainz wieder aufgestiegen und die Hertha. Also 2 ehemalige, ja, Bundesligisten. Mainz ist ja Bundesligist, die Hertha nicht. Kommt vielleicht auch irgendwann wieder hoch. Düsseldorf spielt dann gegen Augsburg. Relegation. Schalke 6. Hannover 5. Hier ist abgestiegen Regensburg und Magdeburg. Gut, Regensburg war zu erwarten. Magdeburg jetzt nicht. Und der TSV 1860 München spielt Relegation gegen Mannheim. Da steigen Braunschweig und Rostock auf in Liga 2. Wer wäre hier abgestiegen? Ich glaube, die letzten 4 Teams sind es, ne? Stuttgart 2, Hannover 2, Viktoria Köln und Aachen. Alemannia Aachen wäre auch so eine Idee, ein Projekt mal zu starten. Vielleicht im nächsten EAFC 26. Aber jetzt glaube ich für dieses EA nicht mehr so. Nächste Liga, Premier League. Die haben noch einen Spieltag, aber gut, da ist Manchester City schon Meister. Das steht schon fest. Arsenal, Liverpool, Newcastle ist auf dem 4. Platz. Unten abgestiegen sind Leeds, Burnley und der FC Everton. Das ist also in der Premier League. Jetzt gucken wir mal hier in der Ligue McDonald's vorbei. Paris, wer hätte es gedacht? Alter, haben die viele Punkte Vorsprung. 19, ne? 19 Punkte Vorsprung. Nein, Quatsch. Nicht 19 Punkte. 10, 20, 18. Ja, 18 Punkte Vorsprung. Paris, da kannst du eigentlich schon die Uhr immer nachstellen, dass die da Meister werden. Hier in Italien ist der AC Mailand vor Juve. Die haben aber auch noch ein Spiel. Also entweder wird es der AC Mailand oder Juve. Bologna ist Dritter. Ist auch ein bisschen überraschend. Also hier sind manchmal random Vereine oben oder Vereine oben. Damit hättest du gar nicht gerechnet. Dann ist Venedig, Palermo und Cremonese steigen da ab. Dann gucken wir noch mal kurz in Spanien vorbei. Spanien. Real oder Barca. Das wird Real machen. Ja, die haben auch nur noch ein Spiel. Das ist aber rechnerisch auch schon entschieden. Barca wird Dritter bleiben. Atletico Zweiter. Wer ist hier abgestiegen? Wo ist Villarreal? Mein alter Club. 6. Platz. Sehr gut. Haben auch eine solide Saison gespielt. Hier steigen Las Palmas ab. Deportivo Alaves und CD Tenerife. Und aufgestiegen, gucken wir hier gerade auch nochmal. Levante und Real Oviedo. Und dann sind halt die Playoffs. Ich glaube Platz 3 bis Platz 6 oder Platz 8 sogar. Ist das Platz 3 bis Platz 6 Playoffs oder Platz 3 bis Platz 8? Weiß ich gar nicht. Dann gucken wir nochmal für unsere türkischen Freunde. Hier ist Fener auf der 1, dann Beşiktaş und Galatasaray. Also Istanbul dominiert die Liga. Wer hätte das gedacht? Die haben aber noch ein Spiel, oder? Warte mal, 19 Mannschaften haben 36 Spieltage. Die haben also auch noch ein Spiel. Aber ist rechnerisch auch schon entschieden. Also Fenerbahce. Das dazu. Jetzt gucken wir mal kurz in unsere Statistik rein. Teamstatistik, wer die meisten Tore hat und so weiter und so fort. Wo sind wir denn? Preußen Münster. DFB-Pokal? Nein, wo ist denn hier Preußen Münster? Bundesliga hier. Da, Preußen Münster. Meine Stimme ist gleich weg, ich muss mich beeilen. So, also, die meisten Tore. Nacho Ferri, 17 Tore, 9 Vorlagen. Und Wanne hat 15 Tore und 15 Vorlagen. Also die meisten Scorer, 30 Scorer an der Zahl. Also ihr könnt euch vorstellen, dass der einen Marktwert haben wird von, ja, bestimmt 50 Millionen, gehe ich mal von aus. Also ich glaube, unter 50 Millionen würde ich nicht abgeben. Da möchte ich ja gerne hier nochmal reingucken. Aber ich würde gerne den Wettbewerb wechseln, Bundesliga. Hier ist Openda mit 20 Toren. Dann Havertz, Hugo Doro, Harry Kane. Wo ist unser bester Schütze? Hier Nacho Ferri, 17 Tore. Vor Musiala. Paul Wanner mit 15 Toren, Torvorlagen. Hat Paul Wanner die meisten mit 15. Liestesch hat aber auch 9. Nacho Ferri hat 9. Harry Kane hat 8. Olise, Musiala. Also im Prinzip die üblich Verdächtigen. Dann ohne Gegentore ist Sinamoi immerhin auf dem 5. Platz. 7 Spiele ohne Gegentore. Es ist sensationell. Das ist, glaube ich, seine erste Saison gewesen, ne, in der Bundesliga. Rote Karten habe ich, glaube ich, ja, da habe ich eine bekommen. Friedrich, ich glaube gegen Hoffenheim. Oder gegen Leipzig. Genau, gegen Leipzig zu Hause. Da hätten wir fast noch gewonnen mit 10 Mann. 6 gelbe Karten, voll wenig eigentlich. Normalerweise müsste hier auch Dominik Kor aufgelistet sein. Der hätte irgendwie 15 gelbe Karten wahrscheinlich bekommen. Aber ja, so sieht's aus. Also wir haben noch ein Spiel. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch erfahren, wo es dann hingeht nach der Münster-Saison. Nach der Münster-Karriere. Und von daher, ja, bedanke ich mich bei euch. Die Bundesliga hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir sind aufgestiegen.
Wir sind in die Euroleague eingezogen. Ich glaube, jetzt sind wir in die Conference League eingezogen. Wir können Pokalsieger werden. Also, ich glaube, es ist das höchste der Gefühle. Mehr geht nicht. Also, macht's gut. Vielen, vielen Dank schon mal. Und im nächsten Part holen wir uns eventuell einen Titel. Und dann geht's weiter zum nächsten Verein. Ich kann schon mal so viel sagen. Er spielt in der Bundesliga. In unserer Saison hier. Also, jetzt dürft ihr raten. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.